Servus Leute und willkommen zu einem weiteren Battlefield 2042 Video. Vielen Dank, dass ihr einmal mehr mit am Start seid. Leute, wir wollen heute mal über den großen Blogbeitrag Answering Your Reveal Questions von EA bzw. DICE sprechen. Und zwar großer Artikel mit allen relevanten Themen ist da mit erschienen, wo sie auf diverse Themen eingehen, die auch wir im heutigen Video gemeinsam besprechen werden. Und zwar geht es insbesondere um die Spezialisten, die Karten, die Fahrzeuge, die KI-Soldaten, warum der Technical Playtest ein bisschen später in den Sommer verschoben wird, sprich die Alpha und die Beta, und wie Crossplay, Cross-Progression-Funktionen für Battlefield 2042 dargestellt werden sollen bzw. entwickelt werden. All das erfahrt ihr im heutigen Video, also bleibt gerne mit am Start und wir starten auch hier mit dem ersten Punkt. Beginnen wollen wir mal mit den Spezialisten, weil da gibt es, glaube ich, zum Thema Loadout, Darstellung und so weiter noch mit am meisten Fragen. Und zwar im Reveal-Trailer war ja unter anderem der Wingsuit Man bzw. Wingsuit Woman mit dargestellt und dabei handelt es sich unter anderem auch um einen Spezialisten. Das heißt, man kann nicht mit jedem Spezialisten bzw. jedem Soldaten hier Wingsuit-mäßig in den Tornado rein sich ausspucken lassen und einmal quer über die Map. Nein, das geht dann auch wirklich nur mit dem jeweiligen Spezialisten. Also den muss man dann auch entsprechend ausrüsten. Zudem gehen sie länger oder mehr auf konkrete Spezialisten, die wir jetzt schon kennen. Wir kennen ja aktuell 4 mit ein und machen das an einem konkreten Beispiel fest. Und zwar die Dame Falk, also die Medic, deutsche Medic-Spielerin, nennen wir sie jetzt mal so. Die ist nämlich fähig, auch auf höhere Distanzen Verbündete zu voller Gesundheit wiederzubeleben. Ja, jetzt kommt ein ganz wichtiger Hinweis, das Squad Revive bleibt auf jeden Fall dem Spiel enthalten, also ihr könnt eure Mates, auch wenn ihr nicht Falk als Spezialisten ausgerüstet habt, auch noch wiederbeleben, allerdings dann eben nicht mit kompletter Gesundheit. So, und jetzt, wie funktioniert also das zum Thema angepasste Loadouts bzw. Ausrüstung? Und zwar, die Klassen schränken nicht mehr die Waffenauswahl auf dem Schlachtfeld ein und damit könnt ihr vollständig eure Loadouts am Spezialisten anpassen. Das heißt, ihr habt eine Primärwaffe, ihr habt Ausrüstungen, das sind Gegenstände, die ihr so verwenden könnt. Das kann eine medizinische Kiste sein, kann eine Versorgungskiste wie damals vom Versorger sein. Ihr habt eine ganz normale sekundäre Waffe, ihr habt irgendwas Wurfbares, zum Beispiel Brandgranate, Sprenggranate, etc. Und so kann man das ganz benutzerfreundlich, oder was heißt benutzerfreundlich, so ein Quatsch, aber halt einfach benutzerdefiniert darstellen. Dazu geben sie auch ein Beispiel an, zum Beispiel du läufst mit der Primärwaffe M5A3, dem Sturmgewehr rum, hast eine Versorgungskiste mit am Start, als Sekundärwaffe die G57 und eine ganz einfache Standardgranate. So, und jetzt natürlich die Frage, bekommen wir wieder RPG-Spam und Nade-Spam und so weiter? Na, zum Teil. Also, es ist folgendermaßen dargestellt, wenn ihr jetzt zum Beispiel RPG oder Flugabwehr oder wie ihr auch immer ausrüsten wollt, dann müsst ihr dafür euren Versorgungsplatz hergeben. Das heißt, ihr lauft jetzt mit einem ungelenkten Raketenwerfer rum, dann gibt es keine Munitionskiste bzw. keine Medizinkiste. Also, das muss man sich in der Form dann schon deutlich überlegen, ob es das wert ist. Und ob ihr so viel dafür hergeben wollt, also am Ende verweisen sie halt immer darauf wieder, ja bla bla, im Squad und so weiter muss man alles abdecken und kann man abdecken und dann ist alles tutti frutti und so. Ganz, ganz klar, wir wissen aber alle, wenn sich da die Meta dann herauskristallisiert, dann wird jeder Spezialisten-Perk mit der und der Ausrüstung dann mit einpacken und ob das dann wieder so funktioniert, wir werden sehen, aber wir wollen mal nicht zu negativ sein. Dann ist mit Sicherheit noch eine interessante Frage, ob die Squads eine beliebige Kombination von Spezialisten mitnehmen dürfen. Und da verweisen sie eigentlich nur, das Squad besteht maximal aus 4 Spielern, also damit auch die Bestätigung. Es bleiben 4 Spieler im Squad, keine 5. Und in Conquest bzw. Breakthrough können Truppen mehr als einen einzigartigen Spezialisten enthalten. Das heißt, mehr als einen einzigartigen heißt jetzt gar nichts. Was heißt das jetzt? Kann jetzt jeder Truppmember einen unterschiedlichen Spezialisten auswählen oder könnten jetzt auch alle 4 zum Beispiel mit Falk rumrennen? Man weiß es nicht genau. Also da bleiben sie uns auf jeden Fall noch ein bisschen was schuldig. Ich denke, werden wir dann zum 21. mit Sicherheit, beziehungsweise 22. mit Sicherheit wieder genauere Infos damit
in Verbindung bringen, beziehungsweise halt ganz einfach bekommen. Wie kann man zwischen Spezialisten im eigenen und feindlichen Team unterscheiden? War noch eine Fragestellung. Ja, gut, das ist halt relativ simpel, weil es wird ganz normal die Squad-Farben geben und es wird natürlich auch die für euer Team geben. Meistens halt blau, euer Squad grün oder wie auch immer ihr das eingestellt habt. Also da sollte es keine Probleme geben. Und sie gehen halt nochmal darauf ein, dass wir halt die Möglichkeiten haben der speziellen Anpassung. Das heißt, es wird jede Menge Skins für die unterschiedlichen Spezialisten haben, dass es eben nicht der Fall ist, dass alle mit dem gleichen Outfit oder alles gleich aussieht hier über die Map rennen. Also individuelle Anpassungen bekommen wir, da wird es mit Sicherheit auch die ein oder andere kleine Microtransaction geben, aber ist halt mittlerweile State of the Art, da wollen wir uns auch gar nicht aufregen. Nächster Punkt auf unserer wunderbaren Liste ist der Robohund. Und zwar, das ist keine spezielle Fähigkeit, sondern ist Reinforcement. Also wie im Battlefield 5. Ich wähle einen Artillerieschlag oder ich würde es eher wahrscheinlich mit dem Spezialpanzer in dem Fall vergleichen. Da können auch nur einer pro Map oder eine gewisse Anzahl pro Map eben gecallt werden, gerufen werden und genauso ist es mit dem Ranger oder Robohund auch. Also und der wird dich halt ganz einfach begleiten, ein Stück weit beschützen und dir natürlich auch folgen. Man kann ihm auch Befehle erteilen, er kann was auskundschaften und am Ende sich sogar selbst zerstören. Also das könnte auch lustig werden, ihn so als, ich möchte es nicht aussprechen, aber ich denke, ihr wisst, Suicide Robo Dog da mit reinschicken. Also da wird es mit Sicherheit ganz, ganz viele und lustige Aktivitäten mit dem Ding geben. Da freue ich mich schon auch drauf, das selber einmal auszuprobieren und vor allem auch, wie man das Ding überhaupt abwehren kann. Also es wird mit EMP zu bekämpfen sein, es wird weggesprengt werden können. Ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt die Szenen, wo man diese Robohunde versucht umzutreten. Ob es da auch irgendwie, naja, so eine witzige Animation gibt, würde ich ganz lustig, ganz cool finden. So, dann wird als nächstes nochmal darauf eingegangen, wie das Clustering bzw. das Sektoren-Gameplay eben den kompletten Modus Conquest verändern wird. Und das hört sich eigentlich alles, ich sag mal im Groben so Operations-Modus an, so wie wir es vielleicht noch aus Battlefield 1 kennen. Also nicht Flagge einnehmen, Auto rein, nächste Flagge fahren und man verpasst sich 100.000 Mal. Ja, kennt jeder mal von diesen großen Eroberungsmaps. Es kann natürlich relativ lame werden und dem wollten sie ganz einfach entgegenwirken, dass man durch gewisse Bereiche durch muss und eben das in Form von mehreren Sektoren einnimmt. Ich muss sagen, ich finde es relativ gut, weil es ist mit ein Grund, warum ich eigentlich im regulären Battlefield kaum die ganz großen Operationen spiele, also insbesondere in Battlefield 5, also die großen Eroberungen, wenn dann nur die taktischen, also die dann noch ein bisschen kompakter sind, in Anführungszeichen, weil man einfach da so viel durch die Gegend läuft und am Ende halt auch einfach gar nichts passiert. Wie schon gesagt, finde ich das eine relativ gute Änderung und ja, ich denke, da werden wir auch die langweiligen Large-Runden, also die Running Simulator-Runden, werden wir dann so in der Form nicht mehr erleben. Glaube ich, hört sich schon mal alles sehr, sehr gut an. Natürlich muss man immer abwarten, wie sich das Ganze dann im Spiel darstellt. Nichtsdestotrotz könnt ihr auch das Ganze anhand eines Beispiels auch nochmal nachempfinden. Da an der Stelle verlinke ich euch ganz einfach mal den Artikel, dann könnt ihr das auch gerne selber nochmal nachsehen. Und wir gehen über zum Unterschied zwischen 64 und 128 Spielern. Das ist nämlich auch sehr, sehr interessant, weil ja viele einfach die Sorge haben, dass sie mit ihrer alten Playsee das gar nicht mehr spielen können. Und diese Sorge ist unbegründet, weil ihr werdet dieselben Waffen, dieselben Gadgets haben, auch dieselben Erlebnisse teilen, in Anführungszeichen. Also auch die Wetterveränderungen, Umweltgefahren, EMP-Stürme, bla bla blub. Das werdet ihr alles genauso miterleben dürfen. Der einzige Unterschied ist halt nur, dass es auf diese ganz großen Bereiche, sprich den 128 Spieler Basisbereich, den wird es halt nicht geben. Ja, also und so wie ich das verstanden habe, werden sie halt auch einfach gewisse Bereiche ausblenden. Da ist mir dann aber noch nicht ganz klar, ob, jetzt nur mal ein Beispiel, dass PS4-Spieler auch auf eine 128er Lobby joinen können, die aber
nenne jetzt nur eine Hausnummer, nur 50% der Karte sehen. Also sich nur in bestimmten Bereichen und Sektoren aufhalten können und die mit PS5 durch alles durchfetzen können. Aber ja, wäre wahrscheinlich dann auch wieder unbalanced, je nachdem wer die Mehrzahl an PS5 PC-Spielern und so weiter hat, kann sich dann da einen Vorteil verschaffen. Ich weiß es nicht, also da sind noch ein paar Fragezeichen offen, aber ich denke, das wird sich alles noch ergeben. Nachdem es noch etliche weitere interessante Themen gibt, unter anderem zur KI, zur Kartengröße, zu Battlegrounds und so weiter, Fahrzeug-Call-Systeme werden besprochen, fraktionsgebundene Seekriegsführung, Multiplayer, KI, also a lot of stuff, Leute, ich sag's euch. Werde ich auf jeden Fall nochmal einen zweiten Teil hier raushauen, um euch die Infos nochmal komprimiert zusammenzufassen, also merkt euch das gerne vor, falls noch nicht getan, lasst gerne ein Abo und ein dickes, fettes Like da und wir hören uns dann zum zweiten Teil und gerne auch heute Abend noch zum Livestream auf Twitch. Alle Links und alles, was ihr braucht, findet ihr in der Videobeschreibung. Bis dann, haltet die Ohren steif und haut rein, euer A-Team.